Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer neuen TradingView-Reihe, die wir am letzten Freitag am 2.5. gestartet haben. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen und euch auch schnell weiterleiten zu unserem Andreas. Wollte nur einmal ganz herzlichen Dank aussprechen für die superschönen Nachrichten, die uns bezüglich der ersten Folge erreicht haben über die unterschiedlichen Kanäle. Und jetzt viel Spaß! Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer TradingView-Serie. Ich bin Andreas von Börse und Co. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann einfach auf den Link klicken, beziehungsweise in den Show Notes findet ihr es ebenfalls. Unser heutiges Thema, das wir angreifen, werden die Watchlisten sein in TradingView. In diesem Sinne schauen wir doch gleich mal rein. Wir öffnen die Watchliste hier oben rechts mit einem Mausklick und sehen, dass das Infofenster unsere Watchlist etwas bedeckt. Also nehmen wir einfach mal das Infofenster, das durchaus nützlich ist, aber jetzt im Weg, und ziehen uns das mal runter, sodass wir die Watchlist noch einen größeren Auszug sehen können. Der erste Punkt, natürlich, wie bekomme ich Werte in meine Watchlist? Hierzu eine Vorabanmerkung. Wir haben in TradingView zweierlei Möglichkeiten. Wir können ganz normale Watchlist anlegen, wie hier in diesem Fall, die einfach über den Namen dann angezeigt werden. Wir können aber auch Watchlists erstellen, welche mit dem Namen angezeigt werden und noch mit einer Farbe markiert. Wir werden beides jetzt mal gemeinsam durchgehen. Ich kann zuerst den aktuellen Wert im Chart habe, über diese 3 Punkte öffnen, gehe hinunter und kann jetzt hier den Wert der Watchlist zufügen. Ich könnte auch eine andere, ihr merkt, ich habe hier schon 3 andere Watchlisten noch. Also ich aber nehme jetzt die oberste, füge hinzu und wir sehen hier unten rechts wurde es ebenfalls mit zugefügt. Ich lösche es gleich wieder raus. Die zweite Möglichkeit, wir gehen hier oben auf dieses Kreuz, tippen Plus und suchen einfach jene Aktie, die wir haben wollen. In diesem Fall wieder Alphabet, dieses Kreuz, und wir sehen, wir haben sie ebenfalls jetzt wieder hier unten. Das gleiche Vorgehen könnte ich ebenfalls durchführen, indem dass ich die rechte Maustaste drücke und habe dann hier ebenfalls wieder das Plus-Symbol, wie hier oben, und auf diese Art und Weise die Aktie zufügen. Nun zu der Methode der Farben. Wir haben hier oben so einen kleinen Wimpel und hier steht dann schon mit Symbol markieren. Linker Mausklick, jetzt zeigt uns die Farben, die wir vergeben können. Ich belasse es jetzt einfach mal auf dem Blau. Ich sehe, dass hier unten die Aktie ebenfalls jetzt dieses blaue Icon hat. Das heißt, diese Aktie ist jetzt in diesem Fall auf 2 Watchlisten. Einmal auf dieser hier, aber auch auf jener mit der blauen Farbe. Um dies zu sehen, öffnen wir hier oben Liste öffnen. Wir sehen, die markierten Listen sind alle jene mit Farben, und hier unten sind die erstellten Listen, die sich rein auf einen Namen beziehen. Wir wählen die blaue aus, sehen, dass jetzt Alphabet eben auch in der blauen Watchliste ist. Diese Listen kann man jederzeit natürlich auch umbenennen. Dieses Menü öffnen auf dem kleinen Pfeil, hier einen anderen Namen vergeben. Entferne ich die Farbe, indem ich einen Mausklick auf den Wimpel mache, so ist sie wieder abgewählt und nicht mehr in dieser Watchliste vorhanden. Unsere ursprüngliche, wollen auch hier den Wert wieder entfernen.
Hier gehen wir in diesem Fall einfach auf den kleinen Abfalleimer. Was können wir mit unserer Watchliste noch machen? Wir haben natürlich die Möglichkeiten der unterschiedlichen Ansichten. Einmal hier. Hier können wir die Informationen anwählen, die wir sehen wollen. Seht, ich habe das hier noch ein bisschen spartanisch gehalten. Lasse mir also nur das Icon, den Namen, den Letztwert und die Änderung anzeigen. Wir können aber ebenfalls hingehen. Dazu werde ich jetzt mal eine kurz öffnen. Aktien. Wir können auch die erweiterte Ansicht anschauen. Wenn wir diese anwählen, erscheint dieser Bildschirm, der uns wesentlich mehr Informationen über unsere Watchlist gibt. Wir können vorsortieren, beziehungsweise wir können die Informationen anschauen über den Preis, Finanzdaten, Performance, Risiko, technische Daten. Falls wir mehrere Werte haben, die sich in den Währungen unterscheiden, ja, russischer Rubel, US-Dollar, Euro, habe ich hier die Möglichkeit, alles in Euro anzeigen zu lassen. Natürlich soll ich dann auch da vorne auf dem Preis sein. So, zurück. Wir sehen also dieser Wert in Euro, dieser hier in US-Dollar. Wenn ich umschalte, wird alles angeglichen auf US-Dollar, was natürlich zu einer vereinfachten Ansicht, vor allem zu einer besseren Vergleichbarkeit führt. Wir können generell Watchlisten exportieren. Es wird dann ein Link generiert, den mich jemand zuschicken kann und auch reinladen. Genauso kann ich selbst, natürlich, wenn ich von irgendjemand eine Watchlist gesendet bekomme, einen Link dazu, kann ich den über dieses Icon, nein, über dieses Icon nicht, aber das Icon werden wir dann nachher auch noch kurz sehen. Wir haben die Möglichkeit, hier uns das Ganze sortieren zu lassen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den Sektor, der ja, sage ich mal, bei Aktien relevant ist. Und wir sehen, dass nun unsere unsortierte Watchlist klar in Sektoren unterteilt wird, ja, Elektronik, Finanzwesen, Gebrauchsgüter etc. Das hilft natürlich wesentlich zur Übersichtlichkeit oder wenn ich jetzt wirklich aus meinen ganzen Werten, die ich einfach in eine Watchlist gespeichert habe, einen bestimmten Sektor rausfiltern möchte. Wir sehen hier weiter unten werden auch die ersten 3 Werte verglichen in der Performance und was wir hier oben als Aufteilung sehen, haben wir auch hier unten nochmal eine kleine Zusammenfassung, wo sich unsere Werte, unsere Aktien, in welchen Bereichen, dass die sich bewegen, im Bereich der Gebrauchsgüter, Halbleiterindustrie etc. und können somit doch wesentlich mehr Erkenntnisse aus unseren Werten nehmen. Wir schließen diese Ansicht, kehren zurück und schauen mal, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, indem dass wir erneut auf diesen kleinen Pfeil gehen. Und wir sehen, wir können Alarme hinzufügen. Wir wählen es einmal an. Ich hätte jetzt hier die Möglichkeit, einen Alarm einzurichten, verschiedenen Kriterien. Zum Beispiel möchte ich, dass wenn ein Wert mehr wie 5% innerhalb eines Balkens, ein Balken ist ein Tag, falls ich das anders haben möchte, also abweichend vom Chart, kann ich das auch hier, ja, hier könnte ich zum Beispiel eine Woche anwählen. So, dann würde ich informiert, wenn ein Wert innerhalb einer Woche um 5% oder mehr ansteigt. Ich kann anwählen, wie oft, ob ich einmalig oder einmal pro Minute informiert werden möchte, wann der Alarm auslaufen soll. Und hier sehe ich, wie die Meldung aussehen wird. Ich kann auch noch einen eigenen Namen vergeben für diesen Alarm, wenn ich möchte.
Ja, und wie werde ich benachrichtigt? Das kann ich dann hier oben abändern in der App auf der Ecke der Website. E-Mail kann ich anwählen, eine eigene Webhook-URL. Und ich kann auch einen Sound abspielen, wenn ich eben den Rechner gerade laufen habe, zu Hause bin oder wo auch immer. Und ich weiß, okay, ich mache jetzt was anderes, komme mir was Leckeres zum Essen, ja, aber wenn es losgeht, will ich alarmiert werden, also Sound aktivieren. Ich werde ihn jetzt nicht erstellen. Na klar, das war ja nur zu Vorführungszwecken, also schließe ich hier oben wieder das Fenster. Standardmäßig bei der Erstregistrierung steht eine Watchlist zur Verfügung. Mit dem Upgrade kann man mehrere Listen anlegen. Wie legen wir eine an? Also wir öffnen wieder hier oben das Menü und gehen auf Neue Liste erstellen. Die nennen wir jetzt einfach mal Test, speichern sie und wir können sie öffnen, indem dass wir hier unten auf Listen öffnen wieder gehen. Bekommen alle angezeigt. Jetzt kann natürlich sein, manche dieser Listen brauchen wir nur sehr selten, manche brauchen wir oft. Also gehen wir hin, wir vergeben Favoriten, nämlich dieses kleine Sternchen hier vorne. Wir wollen unsere Testliste sehen, wir wollen die große Watchliste sehen, wir wollen die sehen mit den Aktien drin. Schließen. Die Favoriten bekommen wir jetzt hier oben angezeigt. Ja, was es uns ermöglicht, dass wir jetzt hier schnell durch die Watchlisten durchswitchen. Gehen nochmal in dieses Menü. Wir haben hier unsere Testliste, die wir auswählen können. Wir sehen jetzt hier, wie ich vorhin angesprochen hatte, ja, hier können wir auch Listen von jemand anders importieren. Wir können hier komplett leeren. Hier haben wir die Funktion der Sektion hinzufügen. Die machen wir doch gleich mal. Dazu brauchen wir aber eine mit vielen Werten. Nehmen wir die hier. Hier sehen wir, hier haben wir viele Werte drin. Und die sind auch unterteilt in Kategorien, in Sektionen. Ja, jetzt nehme ich die einfach mal hier raus. Wie kriege ich die rein? Naja, also wir haben gesehen, wir könnten entweder hier oben Sektion anwählen, dass sie eingefügt wird. Ich mache es allerdings meistens mit der rechten Maustaste. Hier Sektion hinzufügen. Die Sektion wird eingefügt. Ich gehe hin, benenne sie mit der rechten Maustaste, nochmal anwählen, kann ich sie sofort umbenennen. Machen wir doch gleich. Enter, erledigt. Natürlich sehr nützlich für eine bessere Übersichtlichkeit. Übersichtlichkeit. Das Wort, na, für eine bessere Übersicht. Manchmal, na, wenn der Mund schneller ist wie das Hirn. Gut, wir können die Sektion verschieben, indem dass wir einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Wir können natürlich auch die Aktien, die Werte etc. verschieben. Ja, also, was können wir noch? Wir haben gesehen, wie man einzelne Werte einfügen kann. Wir gehen mal auf unsere Testliste, die ist ja noch sehr leer. So, und da ist jetzt noch gar nichts drin. Was ist denn, wenn ich gescreent habe und ich möchte mehrere Werte einer Watchlist zufügen? Na, dann gehen wir doch einfach mal hin, dann öffnen wir uns einen Screener. Und wir wählen jetzt aus, wir halten die Steuerungstaste gedrückt unten links auf der Tastatur und wählen jene Werte an, die wir in der Watchlist haben wollen. Wenn wir alle haben, lassen wir die Steuerungstaste los. Wir machen den rechten Mausklick. Und jetzt sehen wir, wir können jetzt entweder die auf eine Watchlist legen mit einer Farbe oder die, die wir nur rein mit Namen angelegt haben. Da sehen wir hier oben unsere Testliste. Wir wählen an
alle Werte hier oben drin. Das ist natürlich sehr charmant. Was natürlich auch sehr charmant ist, wenn euch unser Kanal gefällt und ihr dafür noch hingeht, uns einen Daumen für dieses Video gebt, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr uns in die Kommentare reinschreibt, was euch alles bewegt. Es lässt unseren Kanal wachsen und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Wir schauen wieder zurück, haben unsere Testliste, wie vorhin schon kurz angedeutet, ja, können wir die auch einfach leeren. Ja. Oder wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal öffnen, bei Liste öffnen, könnten wir auch hier einzelne Listen einfach in den Papierkorb entfernen und haben aufgeräumt. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video vielleicht das ein oder andere zeigen, das ihr noch nicht von den Watchlisten wusstet, dass es für euch informativ war. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge ebenfalls wieder dabei seid. In diesem Sinne, eine gute Zeit, gute Trades und ich freue mich bis aufs nächste Mal. Ciao.